Guten Morgen, Leute, beziehungsweise herzlich willkommen zum weiteren Vlog. Da habe ich gerade meine Serie oder habe ich gerade eine Serie zu Ende geschaut und mache gerade hier den Rollo auf, weil wir haben Sonntag und ja, danach habe ich ein bisschen Videoschnitt betrieben, beziehungsweise habe noch meinen Praktikumsbericht fertig gemacht und danach ging's raus und da habe ich gerade meine Kette ein bisschen sauber gemacht, beziehungsweise habe die noch gefettet, damit ich wieder Fahrrad fahren kann, da das Wetter heute das echt gut vorgegeben hat. Und auch die ganze Woche über war eigentlich mega schön. Auch heute zum Beispiel, ich schneide das ganze Jahr am Samstag. Ist hier auch gerade zwar ein paar Wolken am Himmel, aber es ist blau, also es ist ziemlich blau und scheint auch die Sonne. Und die Woche allgemein war auch sehr schön, bin ich ehrlich. Ich bin auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mit dem Fahrrad kurz weggefahren, noch irgendwas gemacht und ja, das war's dann eigentlich an dem Tag fast wieder. Ich bin, glaube ich, an dem Tag nochmal ich bin dann nochmal Fahrrad ein bisschen gefahren, das sieht man dann noch ein bisschen. Da habe ich auf jeden Fall ein bisschen wegen was geschnitten. Die Woche über, ich hatte zwei Feuerübungen, bei dem einen kriegt man auch ein paar Videoausschnitte davon, was man da halt so macht. Und dann würde ich sagen, ihr hört jetzt gleich, wie es weitergeht. Und dann würde ich sagen, ciao, ciao, bis dann. Ich habe ihn gefunden, meinen ersten Geocache. Und wir verstecken den mal ganz schnell wieder. Der war nämlich hier unten zwischendrin. Und der war richtig geil versteckt. War nämlich so zwischendrin circa. So. Und hier war's das. Wir sehen uns wieder, wenn ich den nächsten Geocache mache oder sonst was. Bis dann. Dieser Ausblick ist auch echt geil, ne? Also kann man nichts sagen, ne? Geocache war da hinten am Baum. Jetzt zeige ich euch mal noch die andere Richtung. Also ohne Witz, sieht echt geil aus. Aber würde ich sagen, bis dann oder so. Also ich bin jetzt auch an einem Geocaching-Punkt hier, sieht man, wohnt vor der Waldkapelle 2.0. Und was mich jetzt zum Beispiel irritiert, ich bin hier, das sieht man ja alles. Ja, steht ja alles da. Warte mal ganz kurz, da steht, das sagt mir jetzt, ja genau. Und als Hinweis steht da, versteckt zwischen 3 und 9. Und hier stehen gerade Steine und das sind 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Genau hier soll der Geocache-Point sein. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal die Kamera an und versuche einfach mal euch zu finden. Ich will nicht verraten genau wo, aber sagen wir mal so, ihr werdet es irgendwie rauskriegen, dass ich den habe oder so.
Da steht man hier ganz gemütlich im Wald, guckt sich ein bisschen um. Scheiß Mücke. Und dann sieht man hier Wege. Und dann kommt das. Ein Bagger. Und eine Baggerschaufel. Das geht doch gar nicht. Anzeigen, Hauptmeister, komm her, zeig denjenigen an, der den Bagger hier abgestellt hat. Sofort. Auch einen guten Morgen. Ich fahre da gerade wieder nach Hause von der Schule. An dem Tag hatte ich Schule und da fahre ich gerade mit dem Bus wieder nach Hause. Und ja, an dem Tag ist eigentlich nicht viel in der Schule passiert. Wir haben jetzt Montag und Montags sind immer langweilig bis jetzt gewesen und werden es ja, glaube ich, auch immer bleiben. Schule hat trotzdem irgendwie dennoch habe ich dennoch immer irgendwie überstanden und hat auch trotzdem irgendwie Spaß gemacht und ja, da sieht man jetzt so ein bisschen 'n Ausblick, was ich so aus meinem Fach her halt sehe und Ding und ich hoffe, euch gefällt so was. Wenn ja, lasst gerne ein Abo und 'n Like da. Mich würde es halt freuen. Und da geht's definitiv, gleich weiter. Da habe ich dann, soweit ich mich dran erinnern kann, habe ich Videoschnitt betrieben. Ich mache das Ganze heute am Samstag. Das ist halt, ja, schon ein bisschen her, was ich da halt gemacht habe. Aber dann müsste ich noch mal das, Video geschnitten haben, genau. Das war das Video, wo ich jetzt gerade und habe nebenbei ein bisschen Serie geschaut. Und ja, was habe ich denn danach gemacht? Nach, genau, habe ich aufgehört zu streamen und dann ging ich auch ins Bett und dann ist na auch wieder einen schönen guten Morgen. Da bin ich aufgestanden, circa 6 Uhr früh und ich habe dann von der Schule bin ich wieder gekommen, da fahre ich gerade mein Fahrrad in die Werkstatt, weil es war halt kaputt, beziehungsweise was heißt kaputt? Die Bremse musste halt neu gemacht werden, beziehungsweise die Schaltung hat paar Probleme gemacht. Wurde alles neu gemacht und dann, ja, am Abend habe ich dann geduscht und dann war's das eigentlich auch schon wieder am Dienstag. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis gleich. Und an der Stelle wieder auch einen wunderschönen guten Morgen. Da stehe ich auch wieder am Mittwoch auf und ja, da war ich dann in der Schule, habe Schule gemacht und da sieht man jetzt, wie ich mein Fahrrad dann von der Werkstatt abgeholt habe und da fahre ich gerade wieder nach Hause. Den Bachlauf kennt man ja schon vom Sonntag, wo ich da lang gefahren bin. Da fahre ich jetzt gerade durch und laufe nicht durch. Und ja, ist eigentlich ziemlich geil, da immer hinaufzufahren und Fahrradfahren macht echt Spaß. Also ja, und da würde ich sagen, genießt jetzt noch die Einblicke und wir sehen uns zu einem späteren Zeitpunkt wieder. So, da lasse ich gerade meine Zwergkaninchen gerade raus. Das sind 4 Stück an der Zahl. Und ja, die habe ich da ein bisschen rausgelassen. Deswegen im Vorgarten wegen.
dingsen konnten. Ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen rumhoppeln. Ich sehe doch meinen Schatten. Und dann gehen die jetzt gleich alle vier raus und das ist ziemlich witzig, weil die alle dicht aufeinander folgend eigentlich rausgehen. Da fahren die ersten zwei und da ist der dritte und da ist der vierte, da ist das vierte Zweikaninchen und da hoppeln sie davon. Und ja, das sieht man jetzt nochmal in unserem Vorgarten. Wir sind da hoppeln, da. Und ja, die fressen halt dann ein bisschen Gras. Und da bin ich fertig mit Stream gewesen. Und dann ging es auch schon los. An dem Tag hatte ich Feuerwehrübung. Da bin ich kurz vor der Feuerwehrhalle, bin ich da gleich. Und ja, da fahre ich halt immer mit dem Fahrrad hin. Unheimlich Bock eigentlich auch. Und ja, dann bin ich kurz darauf, bin ich angekommen. Heute war Jugendübung, also keine Erwachsenenübung. Und an dem Tag haben wir dann Personenrettung aus dem Auto rausgemacht mit den speziellen Griff, wo es da halt einfach gibt. Da habe ich eine 90 Kilo Person rausgezogen. War eigentlich ziemlich chillig, habe ich aber einen Tag später definitiv bereut. Und ja, da ging es dann auch wieder nach Hause. Man sieht da halt nicht viel. Man sieht da jetzt nur ein Kabel, wo beleuchtet wird. Es tut mir leid, da vorne halt noch ein Licht. Ich habe halt nicht gewusst, was ich da halt wirklich machen soll, aber da ging es dann wieder nach Hause. Und war eigentlich trotzdem ziemlich geil. Vor allem die Luft an dem Abend war echt, also muss ich schon sagen, diese Luftqualität war unbeschreiblich. Das war einfach ein unbeschreibliches Gefühl, da einfach wirklich so lang zu fahren und denk, ich bin innerhalb von circa 20 Minuten bin ich nach Hause gefahren, weil ich im anderen Kaff halt Feuerwehr hatte, nicht bei uns im Kaff, sondern im Nebenkaff. Und dann würde ich sagen, gute Nacht und das war's vom Mittwoch. Und dann geht's gleich weiter beim Donnerstag. Und da geht's tatsächlich auch weiter am Donnerstag. Man sieht, es ist ein gutes Wetter gerade draußen und an dem Tag habe ich nicht viel zu viel gemacht. Also Schule hat ein bisschen gehabt, da fahre ich gerade wieder nach Hause, am Abend dann gestreamt und es war's eigentlich am Donnerstag dann auch wieder. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder am Freitag. Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen bzw. guten Morgen. Da bin ich aufgestanden für die Schule, bin dann eigentlich fix gewesen. Da sind dann meine Pflanzen drin gewesen, beziehungsweise meine mittlerweile Apfelbäume. Also die sprießen jetzt so langsam. Und habe ich aufgenommen und da bin ich gerade mit dem Aufnehmen fertig geworden. Man sieht mich da oben in der Kamera und ja, und da ging es dann weiter. Da habe ich dann meine Hasen eingesammelt, weil es anschließend zur Feuerwehrübung ging, Erwachsenenübung. Das heißt, ihr kriegt jetzt hier auch mal ein paar Einblicke, was wir so machen. Und da sieht man, wie sie hoppeln. Und ja, da fange ich die halt gerade ein, beziehungsweise scheue ich die alle in den Käfig. Das war tatsächlich sogar der letzte Hase, der halt rein musste. Alle anderen waren schon drin. Warum auch immer. Die haben mich ja gesehen und sind gleich da rein. Und man sieht, ich habe auch schon meine grüne Jacke an. Und anschließend ging es halt zur Feuerwehr. Da sieht man nochmal den Ausblick. Und auch da wieder, das ist der Sonnenuntergang, echt geil gewesen am Freitag. Also bin ich schon ehrlich. Der Sonnenuntergang war mal was anderes. Den habe ich, glaube ich, so in meinem Leben bis jetzt fast noch nie gesehen. War unbeschreiblich echt schön und Ding. Da sieht man so auch nochmal, wie man angestrahlt worden ist. Es war Wahnsinn. Es war Wahnsinn. Es war einfach unbeschreiblich schön. Da war dann auch die Feuerwehrübung und da kriegt ihr jetzt auch ein paar Einblicke. Und dann würde ich sagen, ich weiß nicht, ob ich da eigentlich noch ein Ding habe, wie ich heimfahre, aber ansonsten gute Nacht und wir sehen uns am Samstag wieder. Jetzt würde ich mal dich da weg, du, einfach, weil jetzt ist er drin. Jetzt ist er drin, genau. Jetzt ist er drin. Jawohl. Jetzt hat sich der noch wegen bewegt, aber jetzt ist er stramm. Weiter. Keine Angst haben. Ja. Ist er offen ganz? Ja, das Blech ist durch, ja. Und jetzt wird es ja eigentlich theoretisch schon fast, die 5 cm wird schon reichen, dass wir die... Jetzt wollen wir aber noch einen Patienten nach, was kann man jetzt machen? Abdrehen. Komm mal hier! Dieser Fischdösler gibt's!
Dann würde ich sagen, guten Morgen und das ist am Samstag hier passiert. Und ich muss jetzt dann auch gleich saugen bzw. wischen. Man sieht da gleich eine Timelapse. Hört sich witzig an, sieht auch witzig aus. Also bin ich ehrlich, also ja, schaut euch einfach selber an. Wir sehen uns gleich nach der Timelapse wieder. So, da sieht man auch, er hatte, da habe ich gerade eine Aufnahme, war erst blauer Himmel und Sonnenschein und dann auf einmal hat es angefangen zu schneien, ja, zu schneien und jetzt auf einmal hagelt es. Also Wahnsinn auch, gleich sieht man den Clip, der war am Abend. Da hat so dermaßen gehagelt, war voller Hagel, auch der Boden und Ding. Man sieht jetzt auch gleich, wie ich mal mit dem Besen auch das ein bisschen zusammen mache, dass man auch mal die Masse begreifen kann. Also man sieht's da, es ist Wahnsinn, wie viel es hagelt. Und die waren wirklich tic-tac groß. Also es war Wahnsinn. Also bin ich ehrlich, sowas sieht man selten. Wehgetan hat's zum Glück nicht, wenn die dich getroffen haben, aber das ist so ein Hagelkorn gewesen. Das war Wahnsinn. Und das sieht man auch. Es hat auch kurz darauf aufgehört, zu hageln. Und es war einfach Wahnsinn. Das sieht man auch zum Beispiel, wo ich das jetzt mal einfach mal in die Hand nehme. Einfach Ding. Und dann war es das auch mit dem Vlog für diese Woche. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao.